Du denkst, ein Ölwechsel ist eine einfache Sache? Falsch gedacht. Ich zeig dir jetzt die versteckten Fehler, die deinen Motor killen. Langsam, aber sicher. Und das Verrückte ist, du glaubst wahrscheinlich die ganze Zeit, du machst alles goldrichtig. Ja, genau das habe ich gesagt. Du kannst alles nach Vorschrift machen, das teuerste Öl reinkippen und trotzdem richtest du gerade einen kapitalen Motorschaden an. Und das Schlimmste? Du merkst es erst, wenn es knallt und zu spät ist. Also, Ohren auf! In den nächsten paar Minuten decken wir genau diese Killerfehler auf, die fast jeder macht. Ich zeig dir, wie du sie vermeidest und dir damit nicht nur Ärger, sondern bares Geld sparst. Wir reden hier von über 5.000 €. Mindestens. Okay, fangen wir mit dem Klassiker an. Fehler Nummer 1 ist der häufigste und vielleicht der brutalste. Er passiert in den allerersten Sekunden nach dem Start und verursacht sofortigen, irreparablen Schaden. Und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Schon mal einen neuen Ölfilter einfach aus der Packung genommen und zack, trocken an den Motorblock geschraubt? Schreib's rein in die Kommentare. Keine falsche Scham, das passiert ständig. Aber genau deshalb reden wir ja drüber. Man denkt sich ja, ach, die Ölpumpe, die füllt den leeren Filter doch in einer Sekunde. Völliger Quatsch. Die Realität ist, die Pumpe keucht und kämpft, um diesen leeren Pott voll zu kriegen. In diesen entscheidenden Sekunden läuft dein Motor komplett ohne Öldruck. Das ist, als würdest du Metall auf Metall reiben lassen. Pures Gift für deine Lager- und Nockenwellen. Und was kostet der Spaß? Tja, das ist der Hammer. Ein einziger Trockenstart kann dich direkt in einen Lagerschaden führen. Reparatur? Rechne mal mit lockeren 2.500 €. Alles weg, nur weil der Filter leer war. Dabei ist die Lösung so unfassbar einfach. Du nimmst den neuen Filter, kippst ihn zur Hälfte mit frischem Öl voll. Dann nimmst du einen Finger, tunkst ihn ins Öl und schmierst damit die Gummidichtung ein. Das sind 10 Sekunden deines Lebens, die deinen Motor vor dem sicheren Tod bewahren. Übel, oder? Aber halt dich fest. Der nächste Fehler, der ist noch fieser. Der passiert nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht, mit reiner Muskelkraft. Und er zerstört ein Teil, das du nicht einfach mal so austauschen kannst. Wir reden übers Anziehen des Ölfilters. Hier gilt definitiv nicht, viel hilft viel. Ganz im Gegenteil. Zu viel Power führt direkt ins Desaster. Die meisten denken doch, ich knall das Ding richtig fest, dann hält's auch dicht. Die brutale Wahrheit ist aber, du zerquetscht die Dichtung. Die ist dann einfach nur noch ein plattes Stück Gummi ohne Funktion. Und schlimmer noch, du kannst die ganze Auflagefläche am Motorblock verziehen. Und dann? Dann hast du ein Leck, das du nie wieder findest. Die Regel ist so simpel. Vergiss den Ölfilterschlüssel beim Festziehen. Den brauchst du nur zum Lösen. Du drehst den neuen Filter mit der Hand drauf, bis die Dichtung anliegt. Und von diesem Punkt an nur noch eine Dreivierteldrehung. Mit der Hand. Das war's. Mehr nicht. So, und jetzt kommt der absolute Hammer. Wir hatten zu wenig Öl, zu viel Kraft und jetzt kommt das genaue Gegenteil. Ein Fehler, der total logisch klingt, aber deinen Motor quasi von innen ertrinkt. Es geht ums Überfüllen. Man denkt sich, ach, ein kleiner Schluck über Max wird schon nicht schaden. Oh doch, das ist eine Eintrittskarte für den Schaumtod deines Motors. Schau mal, im optimalen Bereich, zwischen Min und Max, da ist alles gut. Aber jeder Milliliter drüber und das Risiko eines kapitalen Schadens schießt senkrecht nach oben. Da gibt es keine Toleranz. Zu viel ist hier genauso tödlich wie zu wenig. Wie kann das sein? Ganz einfach. Stell dir vor, die Kurbelwelle dreht sich mit tausenden Umdrehungen pro Minute. Wenn der Ölstand zu hoch ist, peitscht sie das Öl zu Schaum. Wie bei einem Cappuccino. Und dieser Schaum, der schmiert absolut gar nicht. Null. Dein Motor läuft also trocken, obwohl er bis oben hin mit Öl voll ist. Verrückt, oder? Okay, jetzt weißt du, wie du die schlimmsten Schäden verhinderst. Aber was, wenn schon was im Argen liegt? Jetzt machen wir dich zum Diagnostiker. Und dein wichtigstes Werkzeug ist etwas, das die meisten Leute einfach achtlos in den Kanister kippen. Genau, wir reden von deinem Altöl. Das ist kein Abfall. Das ist ein Gesundheitszeugnis deines Motors. Eine Kristallkugel, die dir ganz genau sagt, was in Zukunft auf dich zukommt. Bevor du das Zeug zur Entsorgung bringst, schau es dir verdammt nochmal genau an. Sieht es milchig aus, wie Kaffee mit Milch? Bingo, Kühlwasser im Öl. Deine Zylinderkopfdichtung ist wahrscheinlich hinüber. Glitzert es metallischem Licht? Das sind Späne deiner Lager. Dein Motor stirbt gerade von innen. Fühlt es sich an wie dicker, körniger Schlamm? Tja, dann sind deine Ölkanäle bald dicht. Schon mal sowas bei dir entdeckt? Schreib's mir in die Kommentare, das interessiert mich brennend. Rechnen wir kurz zusammen. Ein Lagerschaden durch den Trockenstart? 2.500 €.
Eine neue Zylinderkopfdichtung? Nochmal locker 2000, wenn nicht mehr. Wir sind schon bei 4,5. Wenn du diese Fehler vermeidest, sparst du dir also locker über 5000 Euro. Und das ist noch niedrig geschätzt. So, dieses Wissen hast du jetzt. Nutze es. Mach es beim nächsten Ölwechsel besser. Und wenn dir das hier die Augen geöffnet hat, dann lass ein Abo da. Denn genau solche Tipps, die dir in der Werkstatt Tausende von Euro sparen, bekommst du hier. Und ganz zum Schluss die wichtigste Frage an dich. Was war dein größter Schrauberfehler, aus dem du am meisten gelernt hast? Sei ehrlich, teil deine Story in den Kommentaren. Lasst uns hier zusammen eine Datenbank des Wissens aufbauen, eine Legende, die uns allen hilft, teure Dummheiten zu vermeiden. Ich bin gespannt auf eure Geschichten.